Sonderkommando für Paranormales SKP. Anmerkung: Das Sonderkommando für Paranormales existierte nicht nur bis Anfang 1945 in unserem Universum. Es existiert in einem anderen, U3378.de, noch immer. Wir konnten von dort eine große Menge Daten erbeuten und stellen diese nach einer Aufarbeitung nach und nach in der Foundation-Datenbank zur Verfügung. Bitte beachten Sie, dass das SKP hier und dort zu unterscheiden sind. In diesem Dokument finden Sie Informationen über beide. Wir gehen davon aus, dass beide ihren Ursprung im gleichen Universum haben, welches sich nach einer kurzen Phase der Unbestimmtheit während eines Experiments des SKP in 1944 in zwei Richtungen entwickelte. Daher werden beide als Zweige derselben GUI betrachtet und behandelt. Dr. Irma Bauer. Das SKP im SCP-Universum. 1935 wurde auf Anweisung Himmlers im Sicherheitsdienst SD der SS die Hexenkartothek, auch H-Sonderauftrag, eingerichtet, mit dem Ziel, historische Fälle von Hexenverfolgung zu katalogisieren. Dies ging auf ein privates Interesse Himmlers an der Hexenverfolgung zurück, sowie ein geringes esoterisches Interesse seinerseits, und hatte vermutlich bereits zu Anfang zum Ziel, die katholische Kirche eines Verbrechens gegen germanisches Erbe zu überführen und eine vermeintliche jüdische Verschwörung diesbezüglich aufzudecken. Dabei muss 1937 oder 1938 etwas zutage gefördert worden sein, was Himmler von der Existenz des Anomalen überzeugte. Es ist nicht bekannt, worum es sich handelte. Jedoch weisen Aufzeichnungen darauf hin, dass es sich lediglich um Informationen, nicht um eine tatsächliche Anomalie handelte. Mitte 1938 gründete Himmler das Sonderkommando für Paranormales, im Gegensatz zum Ahnenerbe eingetragener Verein, zu dem das SKP keinen Bezug hatte. Entgegen gängiger Stereotypen über die Forschungen der Forschungsgemeinschaft war das SKP wie auch der H-Sonderauftrag von Anfang an geheim und ist es dank des Einsatzes der Foundation nach dem Krieg noch immer. Ebenfalls war das SKP zunächst dem SD unterstellt und bildete nach der Zusammenführung des SD mit der Sicherheitspolizei SIPO im Reichssicherheitshauptamt RSHA eine streng geheime Dienststelle im Amt II. Nach der Umstrukturierung des RSHA 1941 wurde es dem persönlichen Stab des Reichsführers SS unterstellt, dem auch Ahnenerbe eingetragener Verein Lebensborn und andere angehörten. Das SKP blieb auch innerhalb der SS streng geheim. Die Gelder und Personal wurden über Umwege dem SKP zugeführt. Aufgrund der Größe des SKP wurden sein Personal, Material und Standorte in der Öffentlichkeit und innerhalb der SS meist als Abteilungen des SS-Führungsamtes, zum Beispiel der Waffen-SS, aber auch anderen SS-Hauptämtern wie dem RSHA gedarnt. Das SKP arbeitete an zahlreichen Projekten mit dem vorrangigen Ziel, anomales Kriegsmaterial zu schaffen, jedoch auch an Grundlagenforschung. Zwar verfügt das SKP über einige Anomalien, teils erbeutet, teils auf weitgehend unbekannte Art selbst erzeugte, jedoch brachte es keine dieser Anomalien zum Abschluss. Hitler stand dem Konzept des SKP von Anfang an kritisch gegenüber und glaubte nicht an die Existenz von Anomalien. Bei der Präsentation eines einfachen anomalen Gegenstands soll er von Taschenspielertricks gesprochen und Himmler hinaus komplimentiert haben. Anfang 1944 stand nach langer erfolgloser Forschung SKP vor dem Durchbruch. Jedoch kam es bei einem Test unter Anwesenheit Himmlers und eines von Hitler geschickten Beobachters zu einem Zwischenfall mit mehreren Toten und Verletzten, woraufhin Hitler dem SKP die Gelder strich und es von Himmler privat und über vor Hitler verheimlichten Kanälen weitergeführt wurde. SKP scheint während dem Zwischenfall für einen Augenblick unbestimmt gewesen zu sein, denn in U3378 glückte der Versuch, woraufhin der Beobachter Hitler den Einsatz der Anomalie, vermutlich ein anomaler Antrieb, empfahl, was dem SKP zu dessen Anerkennung und dem Dritten Reich dort zu einem großen Teil zum Sieg verhalf. Das SKP hier wurde jedoch verkleinert, führte aber seine vielversprechendsten Projekte weiter. Einige wurden sogar bis zur Einsatzreife fertiggestellt und scheiterten wiederum an Hitlers Unwillen. Kurz danach kapitulierte Anfang 1945 der einzige verbliebene Standort des SKP den vorrückenden US-Truppen und wurde, wie zuvor von dessen Direktor, hinter Himmlers Rücken mit der Foundation vereinbart, von dieser übernommen. Die Foundation gliederte das meiste Personal des SKP in seine Reihen ein und nahm dessen Forschungen und Anomalien in Gewahrsam. Alle bei der SS verbliebenen Akten über das SKP wurden vernichtet und Zeugen amnesiert.
Erst Jahre später wurde der Hintergrund und mögliche Kriegsverbrechen der ehemaligen SKP-Angehörigen beleuchtet und Konsequenzen daraus gezogen. Im SKP-Universum U3378.de. Das Sonderkommando für Paranormales wurde infolgedessen, was der H-Sonderauftrag zutage brachte, gebildet, um Paranormalien habhaft zu werden und ihre Nutzbarmachung für das Reich zu erforschen. Als Ende 1944 die ersten kampftauglichen SKPs fertiggestellt und im Kampf eingesetzt wurden, wähnte mancher General die Lage schon für verloren. Doch die Massenproduktion von SKP machte uns vom Öl unabhängig. Als die Amerikaner Mitte 1945 die Atombombe über Köln abwarfen, besiegelten sie das Schicksal ihrer Nordostküste. Am 12. Mai 1951 endete der Krieg. Die europäischen Staaten schlossen sich mit Freuden dem Großdeutschen Reich an. Aus Verbündeten wurden Vasallen und aus Besiegten in Übersee wurden Kolonien. Die amerikanische SCP Foundation, die Paranormalien einsperrte und versteckte, anstatt sie zu erforschen und zu nutzen, wurde in die SKP eingegliedert. Unwillige Mitarbeiter wurden zu T-Personal umklassifiziert und für uns unnütze Paranormalien zerstört. Tod des Führers in den 1970er Jahren erschütterte das Großdeutsche Reich. Doch die SKP blieb von den Folgen des einwöchigen Nachfolgekriegs verschont. Sie profitierte gar vom Sturz der SS, die nun keine Paranormalien mehr zurückhalten konnte. Seitdem herrscht Frieden auf der Welt. Niemand wagt die Rebellion. Wir können die SKPs nun vielfältiger nutzen als nur für den Kampf. Wir können Dissidenten mit einer Quote von 100% zu stolzen Bürgern des Reichs machen. Wir haben eine Vielzahl an Krankheiten besiegt, die die Menschheit seit Jahrtausenden plagten. Niemand wird mehr als Krüppel oder schwachsinnig geboren. Niemand muss mehr hungern, niemand muss ein leeres und unerfülltes Leben führen. Wir wissen, dass es andere Realitäten gibt, in denen die Menschheit weiterhin an Hunger, Unrecht, Krankheit, Vielsprachigkeit und Rebellion leidet. Wir wollen das ändern und suchen nach Möglichkeiten, die Deutschen in anderen Universen an unserem Glück teilhaben zu lassen. Interessengruppen des SKP-Universums. Panslawischer Widerstand PSW. Der Panslawische Widerstand ist eine heidnische Untergrundorganisation von separatistischen Panslawisten aus dem SKP-Universum, welche dem Großdeutschen Reich feindlich gesonnen sind. Als Reaktion auf die Etablierung der deutschen Kolonie Russland und der reformierten Rassengesetze in Bezug der Slawenfrage haben sich 1964 die letzten Widerstandskämpfer der slawischen Nationen zu einem Slawenkongress in Wolgograd eingefunden. Unweigerlich hatte der Kongress die Vereinigung der slawischen Widerstandsorganisationen zur Folge. Der fortlaufende Einsatz von SKPs durch das GDR brachte den panslawischen Widerstand dazu, Suchtrupps zu bilden, die auf slawischen Gebieten nach paranormalen Objekten suchten. Das Resultat der Nachforschungen war der Fund von Paranormalien mit einem slawischen Ursprung. Mit der Hilfe der slawischen Paranormalien begann der panslawische Widerstand aus dem Untergrund heraus und unter strikter Geheimhaltung gegen das Großdeutsche Reich vorzugehen. Aufgrund der Erfolge, welche durch die slawischen Paranormalien verzeichnet wurden, popularisierte sich der Rodismus bei den Mitgliedern des Widerstands, wodurch dieser sich zur integralen Doktrin entwickelte. Zur Direktive des Widerstands wurde einerseits der Schutz der Slawen, vor unter anderem Edelslawen, und andererseits die bereits generationsübergreifende Vorbereitung zu einem Slawenaufstand, um die slawischen Gebiete von der deutschen Okkupation zu befreien. Aber der endlos scheinende Freiheitskampf extremisierte den PSW, dass sogar Slawen, die sich nicht zum Rodismus bekennen, als Edelslawen angesehen werden. Aus der Verzweiflung heraus kommt selbst slawische Dämonolatrie zum Einsatz und der PSW kennt auch keine Skrupel gegenüber deutschen Zivilisten. Durch den ausgeprägten Überwachungsapparat des Großdeutschen Reichs ist den Behörden die Existenz des panslawischen Widerstands bekannt, weswegen der PSW als terroristische Vereinigung eingestuft wurde und in einem unsichtbaren Krieg mit allen Mitteln verfolgt wird. Wiederum Vergeltungsmaßnahmen an der slawischen Bevölkerung zu vermeiden, tarnt der panslawische Widerstand seine Taten als Unfälle oder hängt die Taten anderen Gruppierungen an. Deswegen organisiert sich der PSW in gesteuerten Zellen, die ihre Anweisungen über eine Kette von Mittelsleuten erhalten, die wiederum nur mit einem oder ganz wenigen Mittelsleuten Kontakt haben. Damit im Falle, dass einer lebend gefangen genommen wird, nur dessen Kontakte, sofern er nicht Selbstmord begangen hat und weiß, wer sie sind, enttarnt werden, weswegen die Widerstandskämpfer sich in der Regel mit Tarnnamen ansprechen. Außerdem werden Suchtrupps für Paranormalien sowie Kommandotrupps gebildet und das Spionagenetz wird ständig erweitert.
Das Oberkommando besitzt dabei Retra. Es ist nicht bekannt, ob es sich hierbei um eine Kommandozentrale oder einen Befehlshaber handelt. Interessengruppen aus dem SCP-Universum. Jede Interessengruppe aus dem SCP-Universum kann auch im SKP-Universum existieren, wenn die gleichen Voraussetzungen gegeben sind. Jedoch nicht zwingend in der gleichen Form. SCP Foundation. Die SCP Foundation versuchte anfangs der vom SKP ab 1944 eingesetzten Paranormalien habhaft zu werden und sie einzudämmen oder zu neutralisieren. Im Verlauf des Krieges musste sie aber zunehmend Standorte weltweit aufgeben und zog sich mehr und mehr in ihr Hauptquartier in die USA zurück. Als das Deutsche Reich als Reaktion auf den amerikanischen Atombombenabwurf über Köln die Ostküste der USA durch massiven Einsatz von SKPs entvölkerte und von dort aus einen Bodenkrieg in den USA eröffnete, sah sich die SCP Foundation gezwungen, entgegen ihrer eigenen Doktrin Anomalien einzusetzen, konnte dem darin aber bereits erfahrenen SKP keinen nennenswerten Widerstand leisten. Als die USA im Mai 1951 kapitulierten und der Krieg endete, zog sich die Foundation in ihre verbliebenen abgelegenen Standorte zurück. Dabei fielen dem SKP zahlreiche Einrichtungen und Anomalien in die Hände. Andere wurden zerstört bzw. terminiert. Der Widerstand der Foundation währte jedoch nur wenige Wochen, bis sie sich ergeben musste. Die verbleibenden Anomalien der Foundation gelangten in den Besitz des SKP, Standorte wurden übernommen und Personal eingegliedert, liquidiert oder zu T-Personal reklassifiziert. Das Vierte Reich. Herr Rass wurde, nachdem er bei der SS 1943 in Ungnade fiel, vom SKP angeworben und wurde schnell ein wichtiger Experte für Okkultismus. Er ist eine der wichtigsten Persönlichkeiten des SKP und Mitglied des K5-Rates RTI. Die Firma Richter und Thiel Industriegesellschaft mbH wurde in den 1980er Jahren gegründet und erwarb vom SKP eine Lizenz zur Herstellung paranormaler Produkte und Waffensysteme für den High-End-Markt. Sie ist heute einer der größten Hersteller hochwertigster und innovativster paranormaler Produkte weltweit und ein wichtiger ziviler Partner des SKP. Auch wenn ihre politisch neutrale Einstellung nicht bei allen Behörden Zuspruch findet. Die Magierakademie. Während des Zweiten Weltkriegs hielt sich die Magierakademie bedeckt und schaffte es sich vor dem SKP verborgen zu halten. Nach dem Krieg und der Festigung der Herrschaftsverhältnisse beschloss man, sich dem SKP zu offenbaren, anstatt im Geheimen zu operieren und die Vernichtung zu riskieren. Das SKP war zwar zunächst misstrauisch gegenüber einer Organisation, die sich seit Jahrhunderten verbarg, um sich dann plötzlich zu stellen. Man entschloss sich aber, die Akademie zu nutzen und bildete daraus eine eigene Behörde, welche dem SKP untersteht und weltweit Akademien zur Ausbildung paranormal begabter Individuen betreibt, die nicht mächtig oder nützlich genug sind, um als SKP klassifiziert zu werden. Abteilung 25. Abteilung 25 ist im SKP-Universum der Codename für eine Forschungseinrichtung der Gestapo. Diese erforscht Anomalien zum Einsatz für die Staatspolizei und zur Verschleierung ihrer Machenschaften. Abteilung 25 besitzt keinerlei Genehmigungen für die Handhabung, Produktion oder Erforschung von Anomalien und operiert verborgen vor dem SKP. Da derartiges Vorgehen strafbar ist, ist Abteilung 25 tunlichst darauf bedacht, sich vor anderen Interessengruppen und vor allem dem SKP geheim zu halten, bisher erfolgreich. Cecus Carneliana Kollektiv. Das Cecus Carneliana Kollektiv ist auch im SKP-Universum eine Gruppe von Künstlern und Aktivisten für die Rechte von intelligenten paranormalen Entitäten, welche aus Individuen mit paranormalen Fähigkeiten besteht. Das SKP und die Gestapo betrachten sie mit Argusaugen, weil ihre Werke nicht selten gefährlich für die Allgemeinheit sind, sie sich politisch betätigen und Namen und Bezeichnungen aus der Kabbala verwenden. Ihre Werke werden jedoch in Galerien weltweit ausgestellt und erfreuen sich unter Kennern großer Beliebtheit, werden jedoch nie verkauft, auch wenn einige betuchte Interessenten Millionenbeträge bieten. Institut für menschliche Bildung und Weiterentwicklung. Das IMBW ist eine Denkfabrik und Bildungsstätte des SKP, welche für die Anwendung von Paranormalien an Menschen zuständig ist. In ihren Instituten werden zahlende Kunden oder solche, die eine Behandlung durch ein Stipendium oder staatliche Zuschüsse finanziert bekommen, mit Paranormalien behandelt, um paranormale Eigenschaften herbeizuführen, und sie erlernen hier die Anwendung ihrer Fähigkeiten. Außerdem unterweist das IMBW Menschen mit angeborenen paranormalen Eigenschaften,
die nicht isoliert werden müssen, im verantwortungsbewussten Umgang damit.